Wenn Symptome im Rahmen von sinnvollen biologischen Sonderprogrammen auftreten, ist deren Verlauf dann ebenfalls sinnvoll und einem Plan folgend? Im Optimalfall verläuft ein SBS in 2 Phasen, wie Dr. Hamer im 2. biologischen Naturgesetz schreibt, dem Gesetz der Zweiphasigkeit aller sinnvollen biologischen Sonderprogramme, sofern es zur Konfliktlösung kommt. Im normalen Tag-Nacht-Rhythmus wechselt der Organismus zwischen Aktiv- und Ruhemodus. Beginnend mit dem biologischen Konflikt startet die erste, sogenannte konfliktaktive Phase. Der Organismus schaltet in Alarmmodus, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, um die optimalen Voraussetzungen zu schaffen, die konfliktive Situation schnellstmöglich zu überwinden. Man ist also zumeist wach, voller Energie und Tatendrang. Wie wir schon gesehen haben, sind Zwangsdenken der Psyche, ein symptomloser charakteristischer Hamerscher Herd im Gehirn sowie Funktionsänderungen am Organ die Folgen auf den 3 Ebenen des SBS. Unsere Tumorpatientin, deren Tochter angefahren wurde, wird also ständig daran denken, wie es ihrem Kind geht und wie sie diesem helfen kann. Auf der Ebene des Gehirns gibt es bei ihr einen Hamerschen Herd seitlich im Kleinhirn. Auf organischer Ebene wird eine oder mehrere Brustdrüsen ihre Funktion steigern. Nehmen wir an, das Kind ist sehr stark verletzt, schwebt nun wochenlang in Lebensgefahr und erholt sich erst nach einigen Monaten. Die Mutter wird die ganze Zeit in akuter Sorge um ihre Tochter sein und konfliktaktiv bleiben. Die Brustdrüsen arbeiten über Monate an ihrer Maximalkapazität, doch führt dies nicht, wie im Beispiel der Fuchsmutter und wie von unserer Biologie vorgesehen, zur Lösung der Situation. Nun beginnen sich die Zellen bei lang andauernder konfliktaktiver Phase zu vermehren, um den verstärkten Anforderungen besser gerecht zu werden. Es bildet sich also eine Raumforderung, was als Tumor bezeichnet wird. Je länger die konfliktaktive Phase läuft, desto größer wird er. Warum häufig nur von einer Brustdrüse und nicht von allen das SBS startet, ist noch nicht geklärt. Einige Überlegungen dazu unter Verweis 2. Es handelt sich daher nicht um entartete Zellen, die dem Körper etwas Böses wollen, sondern um einen Anpassungsvorgang des Körpers, der hier nicht zur geplanten Lösung führt. Auch reagieren nicht alle Gewebe mit Zellvermehrung als Anpassung in der konfliktaktiven Phase. Es gibt auch die Möglichkeit der Zellabnahme, wie wir im nächsten Teil noch sehen werden. Die konfliktaktive Phase endet durch Konfliktlösung, wenn die ursächliche Bedrohung überstanden ist und das SBS seine Notwendigkeit verliert. Nun startet die zweite Phase, die sogenannte konfliktgelöste Phase. Auf psychischer Ebene sind wir entspannt, glücklich oder sogar euphorisch, da die belastende Situation vorüber ist. Auf Gehirnebene gibt es eine Schwellung in dem zugehörigen Hamerschen Herd, was je nach Größe zu verschiedenen Hirnsymptomen wie bestimmten Arten von Kopfschmerzen, Übelkeit oder temporären Funktionsausfällen führen kann. Auf Organebene werden nun die Anpassungen und Veränderungen der konfliktaktiven Phase rückgängig gemacht, was häufig mit Entzündungssymptomen einhergeht, zum Beispiel wenn überschüssiges Gewebe abgebaut wird oder neues Gewebe aufgebaut wird. Ein Großteil der alltäglichen Krankheiten wie Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen werden meist in dieser Phase diagnostiziert, da wir uns hier krank fühlen, Fieber haben, schwach sind und uns regenerieren müssen. Gegen Ende des Prozesses bilden sich Narben und andere Restzustände. In unserem Beispiel löst sich der Konflikt womöglich erst, sobald die Tochter außer Gefahr ist. Die Mutter ist nun allgemein erschöpft, aber psychisch entspannt. Der Hamersche Herd schwillt am Anfang der konfliktgelösten Phase stark an und kann durch die Raumforderung Probleme machen. Die organischen Veränderungen werden auch in der Brust rückgängig gemacht, wenn der Tumor nicht schon operiert wurde. Der Körper zersetzt das überfällige Gewebe mit Hilfe von Mikroben, wodurch sich Eiter als Stoffwechselendprodukt bildet. Wenn die Dauer der konfliktaktiven Phase wie in unserem Beispiel unbiologisch lange war, kann das Ausmaß der Eiterbildung hierbei sehr groß werden und wieder zu eigenen Problemen führen. Nach vollständigem Abbau bleibt Narbengewebe zurück, was ebenfalls aufgrund des Ausmaßes in vielerlei Hinsicht problematisch sein kann. Die Dauer und Intensität der konfliktaktiven Phase entspricht in etwa der Dauer und Intensität der konfliktgelösten Phase und entscheidet über das Ausmaß der zu erwartenden Symptome, was eine Abschätzung von Symptomverläufen möglich macht. In der Mitte der konfliktgelösten Phase, spätestens jedoch nach 3 Wochen, gibt es noch eine Besonderheit, die sogenannte epileptoide Krise. Während davor das Gewebe anschwillt und die Symptome am stärksten sind, bildet sich die Schwellung nach der Krise zurück und das Gewebe vernarbt, wobei die Symptome hier zunehmend abschwächen. Es handelt sich bei der epileptoiden Krise somit um einen Wendepunkt, an dem der Organismus nochmal für kurze Zeit in den Aktivmodus wechselt.
Je nach Organ dauert diese wenige Sekunden bis einige Stunden. Bei den meisten Sonderprogrammen wird die Krise gar nicht bemerkt. Bei wenigen Ausnahmen kann sie aber eine besonders starke und teilweise sogar tödliche Symptomatik haben und zu Diagnosen wie epileptischer Krampfanfall, Herzinfarkt oder Asthmaanfall führen. Wir haben uns bisher den einfachen, einmaligen Verlauf angesehen, der beim Menschen aber eher die Ausnahme bildet. Bei uns ist die vielfache Aktivierung eines sinnvollen biologischen Sonderprogramms ein häufiges und großes Problem. Da wir unsere Instinkte größtenteils ignorieren und auch unsere Lebensumstände kaum Flexibilität und Anpassung zulassen, läuft ein SBS oftmals in einer Endlosschleife ab. Das heißt, wir aktivieren, lösen und das über Jahre. Zum Beispiel, wenn wir auf der Arbeit konfliktaktiv sind, weil wir mit einem Mitarbeiter, Chef, Kunden usw. einen biologischen Konflikt aktivieren und am Wochenende oder im Urlaub in Lösung gehen. Auf diesem Mechanismus basieren die meisten chronischen Krankheiten, mit denen man theoretisch sein ganzes Leben zu tun haben kann, wenn sich die Lebensumstände oder der persönliche Umgang mit diesen nicht ändern. In solchen Fällen ist auch die Vorhersage der Dauer der konfliktgelösten Phase nur schwer oder gar nicht mehr möglich, wenn das SBS ständig rezidiviert hat. Was nutzt einem nun die Kenntnis der Zweiphasigkeit der sinnvollen biologischen Sonderprogramme? Bisher haben wir unsere Instinkte oftmals lange Zeit ignoriert, was zu langen konfliktaktiven Phasen und somit zu starken Symptomatiken führte. Jetzt, mit diesem neuen Wissen, können wir zum Beispiel das Zwangsdenken als psychische Ebene eines SBS identifizieren, weit bevor wir durch körperliche Veränderung auf ein laufendes Sonderprogramm aufmerksam werden und gezielte Handlungen oder Strategien planen, die eine schnelle Lösung des Konfliktes wahrscheinlich machen, sodass das SBS in kürzerer Zeit und somit unproblematischer ablaufen kann. Zum anderen kann ein stärkeres Symptom nun differenziert betrachtet und je nach Phase unterschiedliche zielführende Therapiestrategien gewählt werden. Schauen wir uns dazu beispielhaft verschiedene Möglichkeiten bei unserer Tumorpatientin an. Entweder sie kennt die 5BN nicht und hat daher keine Kenntnis über die Ursachen ihrer Symptome sowie die aktuelle Phase des SBS. Auch die Schulmedizin hat davon keine Kenntnis und sieht nun in den meisten Fällen Chemotherapie, Bestrahlung und eine radikale Operation vor, da ein von selbst ablaufender Rückgang des Tumors in diesem Modell nicht möglich ist. Monatelanges Leiden, Entstellung und häufig auch ein verfrühtes Lebensende sind die Folge. Im allerbesten Fall kann hier Brusterhalten operiert werden, trotzdem bleibt die psychisch belastende Angst vor Rückfällen und Metastasen, ebenso bei der Antihormontherapie. Es kommt zwar vor, ist aber äußerst selten, dass eine Person ohne Ängste oder sogar gestärkt aus diesem Prozess herauskommt. Oder die Tumorpatientin hat die 5BN überprüft, sodass sie keinen sonst so typischen Diagnoseschock erleidet und stattdessen eine individuelle, differenzierte Betrachtung ihrer Situation möglich wird, wie zum Beispiel Möglichkeit 1. Das SBS ist in konfliktaktiver Phase. Der Tumor ist noch sehr klein und wächst nicht mehr weiter, da sie jeden Tag mit der Entlassung der Tochter rechnet. Sobald dies geschehen ist, wird sich das SBS bald lösen und der Tumor mit Hilfe von Mikroben vollständig abgebaut. Es ist daher gar keine Therapie nötig, es sollten lediglich lokale symptomatische Maßnahmen mit dem Therapeuten besprochen werden und der ordnungsgemäße Verlauf der konfliktgelösten Phase kontrolliert werden. Hierfür können verschiedenste medizinische und alternativmedizinische Verfahren zum Einsatz kommen, die mit Kenntnis der 5BN noch gezielter angewendet werden. Wobei nun endlich auch verständlicher wird, warum ein bestimmtes Verfahren in einem Fall hilft, in einem anderen aber keine Wirkung zeigt. Das Ergebnis ist eine vollständige Regeneration, gegebenenfalls mit minimalen Narben. Möglichkeit 2. Das SBS ist ebenfalls in konfliktaktiver Phase. Der Tumor ist noch sehr klein, es ist aber zu vermuten, dass er weiter wachsen wird, da ihre Tochter ihrer Empfindung nach in diesem Krankenhaus nicht gut versorgt ist. Die Therapie besteht hier zuerst in der schnellen Konfliktlösung oder zumindest der Reduzierung der Intensität. Zum Beispiel durch eine Verlegung des Kindes in ein anderes Krankenhaus, wo sie die Tochter als gut aufgehoben empfindet. Dadurch sinkt die Intensität des Sonderprogramms, sodass das Wachstum des Tumors stagniert, bis es zur vollständigen Lösung kommt. Ab hier ist wie im vorigen Fall keine Therapie, sondern lediglich die Kontrolle des Verlaufs nötig. Möglichkeit 3. Das SBS ist ebenfalls in konfliktaktiver Phase. Der Tumor ist schon sehr groß und ein weiteres Wachstum ist zu erwarten, da die Situation ihrer Tochter instabil ist.
Hier sollte brusterhaltend operiert werden, da im Falle der zukünftigen Lösung des Konfliktes gravierende Eiterbildung, ein Aufplatzen der Brust und andere gefährliche Symptome zu erwarten sind, die bei der Frau wiederum mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu neuen, intensiven biologischen Konflikten und damit zu erheblichen, unkalkulierbaren Komplikationen führen können. Eine Operation verhindert dies. Die Frau braucht nun allerdings keine Angst vor Rückfällen, Metastasen oder sonstigen Horrorbedrohungen zu haben und ist daher bezüglich ihrer eigenen Gesundheit anschließend psychisch entspannt. Möglichkeit 4. Das SBS ist in konfliktgelöster Phase. Der Tumor wird schon mit Hilfe von Mikroben abgebaut, was zu Eiterausfluss geführt hat, wegen dem sie zum Arzt gegangen ist. Sie hat sich durch die Diagnose nicht in Panik versetzen lassen, da ihr der Bezug zu ihrem Leben klar ist. Ihre Tochter ist kürzlich endlich wieder gesund geworden und wieder bei ihr zu Hause, weshalb sich das SBS gelöst hat. Auch in diesem Fall ist daher keine Therapie, sondern nur eine Kontrolle des ordnungsgemäßen Verlaufs nötig. Es gibt natürlich noch tausende weitere Möglichkeiten, wie der Verlauf im Einzelfall aussehen kann, aber durch Kenntnis der 5-BN hat die Patientin in fast allen Fällen reichlich Möglichkeiten, den Verlauf positiv zu beeinflussen und mit einem Lächeln aus der Sache herauszukommen. Trotzdem bieten die 5 biologischen Naturgesetze natürlich keine Heilsversprechen oder ähnliches. Auch hier sind manchmal Operationen oder Medikamente nötig und Komplikationen oder Schlimmeres können auftreten. Besonders, weil unser Gesundheitssystem auf die 5-BN natürlich noch nicht ausgelegt ist und Betroffene somit im Rahmen ihrer Therapie meist zwischen verschiedenen Weltanschauungen hin und her gerissen werden, was zu erheblichen Problemen führt. Unter Berücksichtigung dieser Situation bieten die Gesetzmäßigkeiten aber die Möglichkeit, die eigene Biologie und Symptomatik ursächlich zu verstehen und sinnvolle Therapiemöglichkeiten daraus abzuleiten, sodass mit möglichst geringem Aufwand der größtmögliche gesundheitliche Erfolg erreicht wird. In diesem Beispiel immer ohne Chemotherapie und Bestrahlung, in vielen Fällen sogar ohne Operation. Stattdessen mit gezielten Änderungen der Lebensumstände, wie wir in den späteren Erfahrungsberichten an vielen Praxisbeispielen noch genauer sehen werden. Auch wenn bei diesen Beispielmöglichkeiten die objektiven Kriterien im Vordergrund standen, ergeben sich die konkreten Handlungsmöglichkeiten in der Realität immer unter Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen der Person. Diese führten zum Start des SBS und beinhalten auch die Optionen, die zur Lösung des Konfliktes bzw. zum kontrollierten Durchlauf des SBS möglich sind. Mit Kenntnis des ersten und zweiten biologischen Naturgesetzes können wir nun präzise die Ursache, den Verlauf und den Rhythmus eines SBS erkennen. Doch woher wissen wir, welche Symptome in der konfliktaktiven und welche in der konfliktgelösten Phase auftreten? Diese essentielle Kenntnis liefert uns das dritte biologische Naturgesetz, das wir uns im folgenden Teil anschauen werden.